Ja moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts zeige ich dir, wie du Casambi oder Occhio Air Leuchten in KNX integrieren kannst. Im Bereich der Beleuchtungstechnik, vor allem im fest installierten Bereich, ist DALI das herrschende System und es hat absolut seine Daseinsberechtigung. Aber was ist, wenn ich eine Beleuchtung oder eine Leuchte nachrüsten möchte oder muss? Hier wird es häufig ein wenig mau, was Möglichkeiten angeht, und in der Regel greift man dann auf Casambi-Systeme zurück oder Leuchten mit Casambi-Ansteuerung. Casambi hatte eigentlich aber bis heute den großen Nachteil, es war eine geschlossene Lösung. Das heißt, ich konnte nicht Casambi in andere Smart Home Systeme oder Gebäudeautomationssysteme integrieren. Wie gesagt, das ist Vergangenheit, denn mit diesem kleinen Gateway von Flinker ist es möglich, Casambi und KNX zusammenzubekommen. Und wie einfach das geht, das zeige ich dir jetzt anhand diesem Gerätes. Grundsätzlich ist das Produkt von außen gesehen relativ unsexy. Es ist eine kleine weiße Kiste, passt in die Unterputzdose rein, hat zwei Busklemmen, die intern durchverdrahtet sind. Ansonsten ist hier gar nicht so viel drin. Das Besondere bei diesem Gerät ist, dass dieses Device in der Casambi-App als natives Casambi-Gerät auftaucht und ich es somit auch über Casambi ansteuern kann, als auch über KNX. Und das macht das Gerät wirklich extrem interessant im höherwertigen Bau, beispielsweise wenn ich Occhio Air Leuchten einbinden möchte oder wenn ich im Privatbereich anstatt Philips Hue gerne Casambi Leuchten integrieren möchte, ist hiermit kein Problem mehr. Der Aufbau hierzu ist denkbar einfach. In der Casambi-App fügt man dieses Gerät einfach hinzu. Es taucht als natives Gerät mit auf und entsprechend dessen kann ich dieses Gerät ganz einfach steuern bzw. bedienen. Wobei man muss dazu sagen, in der App mache ich mit diesem Gerät eigentlich gar nicht so viel. Die Hauptrolle in dem Moment spielen die einzelnen Casambi-Leuchten. Ich habe hier beispielsweise die Leuchten aus dem Demo-Cube von Casambi. Diese Leuchten füge ich einfach meinem Casambi-Netzwerk hinzu und kann diese dann entsprechenden Szenen zuweisen. Wie genau das in der Casambi-App funktioniert, denke mal, das sollte allseit bekannt sein. Das werde ich hier nicht mehr konkret zeigen. Ansonsten, Casambi ist nicht unbedingt so schwierig. Jeder, der KNX hinbekommt, der kriegt auch locker Casambi hin. Was macht nun das Flinker Gateway so besonders? Im Grunde genommen macht das Flinker Gateway nichts anderes, als die Casambi-Szenen, die ich vorab in meiner Handy-App angelegt habe, in das Gateway zu bringen. Und durch den KNX-Anschluss kann ich jetzt diese Szenen über KNX wie eine ganz normale KNX-Szene aufrufen. Und das war bisher eigentlich nicht möglich, in einer sauberen Art und Weise die Systeme zusammenzubringen. Welche Möglichkeiten lassen sich daraus ableiten? Naja, ich habe beispielsweise eine schöne Stehleuchte, vielleicht von Occhio, oder ich habe eine schöne Hängeleuchte von einem anderen Hersteller. Diese haben entweder Occhio Air bzw. haben natives Casambi. Diese habe ich eben in der App mit integriert. Und ich kann jetzt über einen Szenenaufruf, beispielsweise meiner Visualisierung auf meinem Handy, kann ich jetzt sagen, ich drücke auf die Szene TV oder Fernseh schauen. Alle Rollläden fahren runter, die Lampen, nicht nur die Deckenbeleuchtung, die fest eingebaut ist, sondern auch die Casambi-Beleuchtung, fahren auf den entsprechenden Wert runter. Und somit habe ich eine sehr, sehr schöne Integration der Beleuchtung, sowohl fest verdrahtet als auch flexibel über Casambi in meinem KNX-System integriert. Wie das als Beispiel aussehen kann, das zeige ich dir gleich in unserer Demowand, um dir ein bisschen das näher zu bringen, welche coolen Funktionen man damit eigentlich so umsetzen kann. Um euch die Möglichkeiten der Integration des Flinker Casambi Gateways etwas näher zu bringen, habe ich hierzu ein kleines Touchpanel vorbereitet und 3 solcher Demo-Cubes von Casambi. Da ich mir die Szenen in der Casambi-App bereits schon vorbereitet habe, habe ich nun die Möglichkeit, mir diese einzelnen Szenen über KNX aufzurufen. Beispielsweise die RGB-Szene, die ich eingestellt habe. Ich habe im Vorwege auch eine Warmweiß-Szene konstruiert. Das heißt, ich drücke drauf und die Casambi-Leuchten springen auf den Warmweiß-Szenenwert um. Der Vollständigkeit halber nochmal den Kiteweiß-Wert und natürlich noch eine Ausszene. Im KNX-Bereich kann ich in der Regel nur eine Szene einmalig aufrufen. Im Casambi kann ich eine Szene nochmal von der Helligkeit entsprechend anpassen. Auch das habe ich jetzt hier umgesetzt. Das heißt, auf dem zweiten Monitor habe ich mir meine Warmweiß-Szene aufgerufen und kann jetzt diese Szene in der Helligkeit entsprechend nochmal anpassen.
Und somit habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr fein und sehr, sehr detailliert meine Leuchten, die in der Szene enthalten sind, nochmal anzupassen. Das gleiche entsprechend auch für den kaltweißen Kanal. Ich kann sie einfach ansteuern über dieses Display und kann sie entsprechend dann auch in meiner Helligkeit, in der Intensität entsprechend nochmal dimmen. Ja, wie ihr sehen konntet, die Funktionen, die wir jetzt auf dem Touchpanel dargestellt haben, sind schon wirklich ganz cool. Es bringt sehr, sehr viele Möglichkeiten mit sich und man kann einfach ganz anders denken. Wie das Ganze eingestellt wird in der ETS, das zeige ich dir jetzt. Ja, wie man auf den ersten Blick schon sieht, ist die Casambi-Applikation oder die Applikation des Flinker Gateways sehr, sehr überschaubar. Ich habe hier die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Gateway bidirektional oder unidirektional arbeiten soll. Also sprich, ob es von KNX zu Casambi und zurück oder nur eine der beiden Richtungen. Dann kann ich sagen, was soll passieren. Ich könnte jetzt hier beispielsweise anklicken, dass es nicht nur die allgemeine globale Szene ist, die aufgerufen oder abgefragt werden soll, sondern man könnte jetzt hier auch sagen, dass ich die Szene 1 auf Kanal 1 an- und ausschalten, beziehungsweise per Prozent, also per Bytewert entsprechend dimmen oder regeln möchte. In diesem Reiter kann ich dann entscheidend mitgeben, welche Szenennummer soll aufgenommen oder angenommen werden, um dementsprechend die Implementierung des Gateways in KNX entsprechend darstellen zu können. Im gleichen Fall geht auch für den Bereich KNX oder Casambi nach KNX. Entsprechend hier kann ich auch nochmal die Szenen darstellen, die dann aufgerufen werden sollen. Alles in allem, wir sehen, es ist relativ einfach aufgebaut. Für mich persönlich war es weitaus schwieriger, die Szene in Casambi anzulegen, als jetzt die Verknüpfung hier in der ETS. Wie ihr sehen konntet, die ETS-Applikation ist jetzt überschaubar. Da ist es nichts irgendwie Besonderes drin, was irgendwie unvorhersehbar ist. Nichtsdestotrotz, ich finde dieses Gerät extrem cool, denn es bringt einfach komplett neue Möglichkeiten mit sich, zu denken in der Beleuchtungsplanung. Sei es Retrofit, sei es irgendwelche besonderen Leuchten, die ich jetzt in mein KNX-System integrieren kann und das alles über Casambi. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt, zu natürlich auch anderen Casambi-Produkten, die ihr habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.